bekommen hier bei Turbo 108 Channel. Ich habe hier heute eine geile Uhr, und zwar die Bamford. Und zwar das 6900er Modell. Es gab ja mal die 6910, ne 5610, sowas. Und die Square. Und aber die war ja ziemlich schwer zu bekommen und auch relativ überteuert dann auf dem Marktplatz zu finden, bei eBay oder was weiß ich, zu horrenden Preisen von 800 Euro oder so. Das geht ja jetzt schon auf die 1000 zu oder so, das letzte Mal, wo ich es gesehen habe. Und ich hoffe mal, das passiert nicht für die, und ich hoffe, ihr habt auch eine bekommen. Die ist ja auch überall jetzt ausverkauft, aber du kriegst noch irgendwo für 200 irgendwas. So, jetzt packe ich es gleich aus. Macht dich was gefasst. Und drückt am besten gleich auf den Abo-Button. Likes. So please, Dann wird ihr auch immer wieder notiert, benachrichtigt, wenn neue Videos kommen. Und weil es wird auf jeden Fall spannend. Also ich habe sehr, sehr viele geile Uhren, auf die ihr euch freuen könnt. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Hier ist die Verpackung. Sehr schön. Sehr schöne Haptik. Also das müsst ihr selber erfühlen. Das kann man, Gefühle kann man, also wie sagt man, mit Worte kann man halt nicht alles beschreiben. Ja? Also auf jeden Fall sowas nicht. Und das ist sehr schön, ja, Premium-Packung, sage ich mal. Qualität. In Amerika kam, glaube ich, auch eine andere Verpackung. In Europa haben wir sowas bekommen. Ja, hier ist das Modul, das eingebaut ist. 6230. Die Bezeichnung von der Uhr, warte mal, wo steht denn die drauf? Ah, hier. Das ist ja die G-Shock DW 6900 BWD 1DR. Ja, so. Hier ist die Warranty Card, Garantiekarte. Wenn irgendwas brennt, was eigentlich nicht passieren kann bei der Uhr. Surprise, motherfucker. Vom Licht her passt das so. Ja, müsste passen. So. Ja, wie gesagt, ich stelle es jetzt erstmal weg. Da seht ihr schon den Print, was euch erwartet. Limited Edition. Ich habe aber gar keine Ahnung, wie viele diese davon hergestellt haben. Also Limited steht drauf, aber ja, ist halt manchmal so, dass man etwas limitiert, einfach sagt, es ist limitiert, am Ende ist es gar nicht, oder? Ich weiß es nicht, was ich denken soll. Normalerweise muss man da schon schreiben, von wie viel man hat, und auch so ein kleines Kärtchen am besten dazu rein. 200 von 3000, 4000, was auch immer, damit man weiß, auf was es sich überhaupt bezieht, jetzt limitiert. Und nicht eine künstliche Limitierung jetzt irgendwo auf die Welt rufen, damit die Leute das kaufen und hier und da verkaufen. Ja, bei G-Shock passiert es ja ganz oft, dass die was limitieren machen, also limitiert verkaufen. Bin kein großer Fan davon. Das macht eigentlich ja, für Menschen, die es haben wollen, die leider zu spät angefangen haben oder zu spät einsteigen, für die macht es natürlich die Sache viel, viel schwerer, weil die kriegt man ja gar nicht mehr. Und das betrifft jetzt auch nicht nur die Serie, die limitierte, sondern auch die Serienmodelle. Wann findet man überhaupt noch welche 5610er, die GW mit diesem roten Umrandung ohne U? Also die U-Version hat doch die LED, bla bla bla. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber natürlich ist es die Limitierung auf alle Uhren bezogen, aber manche sind halt von Werk aus ziemlich selten hergestellt. Und bei denen weiß ich es nicht. Also die müssten es nicht künstlich machen, sondern wirklich auch sagen. Das fehlt mir bei Casio, dass die so eine Transparenz eigentlich mal haben sollten, ja. Oder vielleicht weiß ich es nicht, dann könnt ihr mir vielleicht mal einfach am besten Abhilfe schaffen und in den Kommentaren mal reinschreiben, wie viel die so produziert haben. Das würde mich auch interessieren. So, hier steht nochmal die Bezeichnung. Und da seht ihr auch schon die schöne Uhr. Richtig cool. Unter dem
Licht ist besser. Ne? So. Ja, viel besser. Also eine richtig coole Uhr. Also die Oberfläche ist matt, wie also Resin, G-Shock typisch. Dann sehen wir die Knöpfe, die sind schwarz, was ich sehr cool finde. Dann auch noch, oh cool, die Schrauben sogar. Die haben sogar die Schrauben für die, für die Lünette. Die war auch schwarz gemacht. Und hinten muss ich mal kurz selber gucken. Ne, die sind nicht geschwärzt, aber die Schrauben sind, ja, ist auch nicht so wichtig. Hier, das ist cool. Die Backplate ist in Satin, Black, schwarz, nicht gebürstet. Hier die, das ist auch geil, Backel. Nur auch, ja, der Verschluss ist schwarz lackiert. Was ich immer cool finde, wenn man schwarze Uhren hat, immer schwarze Buckles dran machen. Das fehlt mir bei jeder G-Shock. Das ist ja, ich glaube bei anderen Modellen, bei manchen richtig schwarzen Modellen von der 5610, die eine, ich sag immer Tron dazu, aber das ist ja gar nicht die Tron. Das ist eine andere, auf jeden Fall zeige ich die vielleicht irgendwann mal. Und die hat auch schwarze, ja, Pusher. Die kann man sich auch noch irgendwo kaufen, die gibt es im Internet. Originale, aber das sind ziemlich teuer, ich glaube 30 Euro oder so. Dann kann man die sich selber einbauen. Wobei ich das jetzt nicht machen würde. So, vielleicht mache ich es mal als Projekt, so als Video. Aber ich hätte es mir nicht gern so, brauche ich nicht unbedingt. Das hier ist auch schwarz. Das ist der Schieber hier. Und alles relativ gleiche Qualität. Ein bisschen vielleicht, ja. Und von innen seht ihr diese Farbe von der Bamford Signature. Sprachenlernen Bubble. Die haben ja diese Designsprache mit dem Blau, Schwarz. Und falls man Bamford noch nicht kennt, Bamford ist einfach eine Veredelungsmarke, die, ich glaube in London oder so, ja, ich glaube in England ist. Und da hat sich auf die Uhren einfach, auf jede Art Uhren einfach spezialisiert. Sagen wir mal, auf Rolex gibt es Breitling und so weiter. Auch das hier, also G-Shock haben die jetzt zurzeit, also zwei haben die schon gemacht. Wie gesagt, die eine andere. Dann die hier und ja, und die machen halt dann einfach so, spezialisieren sich dann darauf, die zu stylen, schöner zu machen. Und ich habe mal geguckt, wie viel die Bamford so kosten. Ich ziehe die mal nebenbei an und rede einfach. Ja, das wäre, glaube ich, am besten. Lasse ich das mal dran. So. Ich habe mal geschaut, wie viel die Bamford so kosten. Könnt ihr auch mal googeln. Und ey, mir sind die Augen rausgeflogen, ey, wie teuer die sind. Und es ist echt, das Klientel, okay, dann kann ich mir schon mal vorstellen, wenn die sich für 17.000 Euro für eine Uhr kaufen, sag mal so eine Rolex, die eigentlich nur, ja, 17.000 kostet, ja, so wie ich jetzt den Preis gesagt habe, gibt es ja Uhren bestimmt von Rolex, die kosten so um die 10.000, 17.000. Und die kann man dann sozusagen von denen veredeln lassen, die haben die auch im Angebot dann. Und die kosten dann relativ im Aufschlag, die tun natürlich einen Aufschlag drauf machen, je nachdem, was man ändert. Und das geht dann schon auf die 70.000 oder so, also ist schon teuer. Also mir sind die Augen rausgeflogen, 50.000 Euro mehr. Aber ist dann halt was Besonderes, das ist Bamford und. Aber da wundert es mich auch nicht mehr, warum die Preise von den Teilen hier so hoch gehen, weil das Klientel, wie gesagt, ist halt sehr, sehr, ja, die haben halt Kohle und dann denken die sich, hey, ich will auch sowas, so ein Bamford haben für die Freizeit und für den Preis, okay, das sind keine 50.000 Euro, das sind wie viel, 1.000 Euro vielleicht maximal, sagen die dann, das habe ich locker oder 800 Euro. Deswegen sind die Preise so hochgegangen, weil die Leute haben sich gedacht, ja, die Sammler kaufen das dann von den Bamfords. Wobei ich sage immer, also für mich muss sich auch der Preis widerspiegeln in dem, was man bekommt. Ja, was für eine Leistung, aber ich denke, da ist es, bei Sammlern ist es sowieso eine andere Sache. Da geht es nur um die Sammlung.
dass man die komplettiert. Da kann man machen, was man will. So, ich habe nicht zu viel bezahlt. Wie viel habe ich bezahlt? Keine Ahnung, so fast knapp 200 so, 100 irgendwas. Aber ich würde jetzt nicht über 200 gehen. Ja. Aber man kann ja nichts machen. Die Preise gehen höher und höher und besser man schnappt sich die jetzt, anstatt später für 400, 500 Euro, wenn es überhaupt so hoch geht. Was mich hier bei der Uhr jetzt stört, was ich gemerkt habe, dass halt dass da keine Solarfunktion ist, Multiband 6 und so. Man muss also wie bei der DW alles einstellen, bei den DW 5600. Das steht ja auch hier dran, DW 6100. Wenn es jetzt eine GW wäre, dann wäre das mit Solar und so weiter. Ja. Das würde die Uhr komplettiert machen. Da würde ich sie auch wirklich so für mich in der Sammlung behalten wollen, für immer. Aber die hier ziehe ich ein paar Mal an vielleicht oder ich stelle sie ins Internet und verkaufe sie wieder. Dann schaut euch mal an, hier wie diese Kunden laufen. Die 3 Augen hier oben, die sind für die Sekunden zuständig. Also wenn eins voll ist, dann geht das voll, dann geht das voll bis hier und dann ist eine Minute vorbei. Die zählen sozusagen die Sekunden. Ja? Hier kommen wir mal ganz kurz zu den Funktionen vielleicht. Das wäre auch interessant. Also ist eigentlich relativ einfach und eine einfache Uhr. Also hier Adjust zum Beispiel. Da kann man die Sekunden, Minuten, kann ich hier die Stunden, Minuten und so weiter, dann den Datum nochmal einstellen. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht, aber. Und dann hier kann man auch. Ist das nicht das Licht? Nee. Ich muss kurz gucken, wo das Licht hier ist. Wundert mich gerade. Ach so, ja, hier ist das Licht. Hier. Ich mache mal das Licht hier aus. Wenn man das sehen kann hier. Ich mache mal ein bisschen scharf. Kann man das sehen? Ja. Hier, jetzt. Richtig schön. Das Licht gefällt mir. Hat eine schöne Farbe. So. Dann tun wir hier. Zack. Ja. Hier hinten nochmal zeige ich mal die Backplate. Da oben 3230 ist die Modulnummer, damit man weiß, was es überhaupt bedeutet. Das hier im Rahmen. Dann hier die Bezeichnung. Limited Edition Bamford. Hier, wie gesagt, ist ein Print drauf. Gute Qualität. Echt. Kann man nichts sagen. Gefällt mir. Dann hier auch das Plastik, glaube ich. In schwarz gefasst. Wieder mit einem blauen Akzent. Dann sehen wir hier die typischen Bezeichnungen für die Knöpfe. Split, Start und so weiter. Das gefällt mir auch, vor allem hier. Das sieht richtig cool aus mit dieser inneren Fassung. Haben die doppelt gelegt. Haben die richtig gut gemacht. Und es hat so einen coolen Touch so. Hier oben ist es viel rutschiger, sag ich mal. Und hier drin ist es auch rutschig ein bisschen, aber ein bisschen mehr gummimäßig, was glaube ich einen Rutscheffekt abhalten soll, dass es halt in der Hand nicht mehr rutscht, also am Arm. Ist aber wirklich nicht klebrig, also man merkt es kaum.
Nur wenn man drauf achtet. Ja. Richtig cool. Hier, ich finde das auch cool mit diesem Schieber oder wie man das nennt. Ja. Also ich ziehe es nochmal kurz an. Hier mit der schönen schwarzen Schließe. Schaut mal. Dann kann man das so. Das hat was. Also ich finde, das hat was. Wenn man so rumläuft draußen, hey, das ist richtig geil. Am liebsten würde ich sogar behalten, hey. Das sieht echt geil aus. Ich muss mir das noch überlegen. Ich trage die 1-2 Mal, dann entscheide ich mich, ob ich es behalte oder nicht. Ja, so stelle ich es jetzt. Keine Ahnung. Könnt ihr die vielleicht mal kriegen, wenn ihr Bock habt. Ja, wie gesagt. Hier ist die Funktion. Shock Resist, 200 Meter wasserresistent. Ja, das ist ja eigentlich typisch immer. Dann Backlight, ja. Das ist auch, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Super Illuminator oder ob das LED oder ob das, ich denke, das ist EL Backlight, wie das aussah. So ein bisschen grünlichen Stich. Ich finde sie wirklich schön, also da kann man nichts sagen. Das finde ich eine der attraktivsten 6900er Modelle. Ja. Die hier. Ich meine, ich stehe sowieso auf diese Modelle, diese alten G-Shocks. 6900er ist für mich ein wirkliches geiles Ding, Produkt. Und die DW oder GW Modelle, die Square G-Shocks, die sind ja meine absoluten Favorites. Da habe ich ja ganz viele davon. Die hier ist meine zweitliebste, sowas, dieses Modell. Ich habe noch eine Solarversion, aber keine Bamford. Die kann ich auch mal präsentieren, wenn ihr Bock habt. Sonst, ja, ihr macht nichts falsch. Also ihr könnt zuschlagen, die Uhr ist hammergeil, wenn ihr auf solche 6900er steht. Hier ist auch die schöne Verpackung dabei. Kann man echt nichts falsch machen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so zu dem Produkt. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, Wochenende, wie auch immer. Und ja, Abo dalassen und so weiter.